öffnen. Amen. Amen. Okay, happy Sabbath, everyone. Segnen Sabbat alle zusammen. Now, I've put the notes in the live stream group. Ich habe die Notizen in die Livestream-Gruppe getan. Okay, before we start, just let's look at the board. Bevor wir anfangen, lass uns die Tafel anschauen. So, here we have the Sunday law crisis, right? Hier haben wir die Sonntagsgesetzkrise. 2 times of trouble. 2 Zeiten der Trübsal. And we know that the Sunday law crisis is 1 time of trouble, right? But within it, there's these 2 times of trouble. Und wir wissen, dass die Sonntagsgesetzkrise 2 Zeiten der Trübsal ist. Sunday Law Crisis. It's 1 time of trouble. Die Sonntagsgesetzkrise ist eine Zeit der Trübsal, aber unter dieser einen Zeit der Trübsal gibt es dann 2 Zeiten der Trübsal. Okay, and we know that the time of trouble is marked by 1260, right? Wir wissen auch, die Zeit der Trübsal ist durch eine 1260 markiert. Okay, so when we get to the end of the 1260, which point in time historically does it bring us to? Also wenn wir zum Ende der 1260 kommen, zu welcher Zeit historisch gesehen kommen wir dann? Yes, not the date, but it brings us to the time of the end, right? Also zu 1798 zur Zeit des Endes. So at the end of this period, right, we know that we have this symbol, right, of the time of the end, right? Also am Ende haben wir also das Symbol der Zeit des Endes markiert. But we also know that the 1260 marks the point that leads up to the Sunday law. Und wir wissen auch, dass die 1260 auch hier die Zeit ist, die zum Sonntagsgesetz hinführt. Okay, we know this from the reform lines, right? That this marks the time of the end, right? Wir wissen das zum Beispiel aus den Reformlinien, dass das hier dann auch die Zeit des Endes markiert. And this is part of the puzzle that God's people have to understand. How is it that you can have the time of the end at the beginning, but also at the end, right? Und das ist der Teil des Puzzles, was wir hier lösen müssen, ist, wie können wir die Zeit des Endes am Anfang als auch am Ende haben. Okay, and God's ways are not our ways. His thoughts are higher than our thoughts, right? Und Gottes Wege sind nicht unsere Wege, sondern seine Gedanken sind höher als die unsrigen. And He's trying to get us to understand things according to His mindset, not according to our finite way of thinking. Und er right? möchte die Dinge uns verstehen lassen gemäß seines Gedankenguts und nicht gemäß unserer endlichen Vorstellungen. Because it says that the wise shall understand, Dann right? sagt er, die Weisen, die werden verstehen. Okay, not according to human logic, but according to divine thoughts, right? Nicht gemäß der menschlichen Logik, sondern gemäß der göttlichen Gedanken. Okay, now we know that these 2 times of trouble in the line of Pharaoh are likened unto what? Und wir wissen, dass die 2 Zeiten der Trübsal in der Linie von Pharao womit verglichen werden. No. Well, yes, okay, that would be okay. Let's just put 2 that down. Pharaonen, ja. So there's no, can't. Why can I not do that? Because there's a Sunday law crisis. How can you have 2 pharaohs there? Weil das hier einfach nur eine Sonntagsgesetzkrise It's ist. 2 different levels. Wie können wir Right? hier die 2 Pharaonen markieren? So, Das sind ja 2 verschiedene Dinge, 2 verschiedene Ebenen. so when we're dealing with one Sunday law, right? What's the 2 times of trouble Also wenn represent? wir ein Sonntagsgesetz nur anschauen, was sind die 2 Zeiten der Trübsal? In the line of Moses or In the line of In Moses. der Linie von Moses. Okay, three Die- plagues. Okay. 10 Plagen. 1, 2, 3, and then followed by 1, 2, Damit erstmal die ersten 3 Plagen und dann gefolgt von den 7, right? 7 letzten Plagen. And we've been going through
this just recently from the book of Daniel, right? Und erst kürzlich sind wir ja auch dorthin durchgegangen, nämlich basierend auf dem Buch Daniel. And the book of Daniel, all of them are pointing down to this point right here where you've got this tent, right? Im Buch Daniel weisen letztendlich die ganzen Geschichten auf diesen Punkt hier am Ende hin, nämlich wo diese Zahl 10 markiert ist. I'll put a big black arrow like Führer did so we can't miss this point, right? Ich mal hier einen großen, dicken, schwarzen Pfeil hin, sodass wir das nicht verpassen können, so wie Führer das auch gemacht hat. Okay, so just so I don't confuse anybody, right? Und ich möchte das auch hier nochmal korrigieren, sodass keiner irgendwie verwirrt ist. Und This is the time period that's das hier typifying the seventh plague. die Zeit ist, wo die 7. Plage vorausgestattet wird. Okay, so this point where the prediction is given is marked in the book of Daniel, and it's prefiguring what's going to take place during the 7 last plagues. Also der Punkt, wo die Vorhersage gegeben ist, ist dann hier markiert und schattet voraus, was in den 7 letzten Plagen passiert. Okay, and I want us to understand that this is the time of the end, right? It's marked here at the end. Ich möchte euch verstehen lassen, dass das hier dann die Zeit des Endes ist, was hier am Ende markiert ist. Okay, and this is what I want to go through today, and I want to look at this Und das, was ich heute mit euch durchgehen möchte, das möchte ich mit euch anschauen. because tomorrow that we will go on from this on to some other thoughts that are a little bit deeper. Denn morgen werden wir daran anknüpfen und werden uns ein paar weitere Gedanken anschauen, die noch tiefer gehend sind als das, was wir uns jetzt anschauen. So now, just to see this thought, go to Daniel chapter 11. Nur damit ihr diesen Gedanken sehen könnt, gehen wir zu Daniel 11. It's not in the notes. Or is it? No, just turn to Daniel Das 11. ist nicht in den Notizen, gehen wir zu Daniel 11. I mean, we're going to Daniel 11:40, but in order to see this point, we need to go to Daniel 11. Wir werden zu Daniel 11, Vers 40 gehen, aber damit wir den Punkt richtig verstehen können, müssen wir erstmal zu einem anderen Vers in Daniel 11 gehen. Okay, so in verse 27, Daniel 11, Vers 27. it says, "And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table, but it shall not prosper, for yet the end shall be at the time appointed." Right? So, who's these two kings? Wer sind diese zwei Könige hier? The king of the north, king of the south, right? König des Nordens, König des Südens. So they're in a time where they're in agreement, but they're really lying and they're already planning to overthrow one another, right? Also es ist eine Zeit, wo sie an sich eine Vereinbarung getroffen haben, aber sie lügen in Wirklichkeit und sie wollen eigentlich einander umstürzen. Okay, and we understand that this is in this time of peace. Und wir verstehen, das findet hier in der Zeit des Friedens statt. Not in this case, not this time of peace, but the time of peace that's leading up to the Sunday, right? Also es ist die Zeit des Friedens, die zum Sonntagsgesetz hinführt. Right? And verse 29. In Vers 29. And at the time appointed he shall return and come toward the south, but it shall not be as the former as the latter, for the ships of Kiddim shall come against him. Therefore he shall be grieved and return and of indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and of intelligence with them that forsake the holy covenant. And arms shall stand on his part, and they shall pollute the signs of strength, shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate. So all this here, verses 29 to 31, is marking one point in time. Which point in Bis time? Vers 31. Also alles, was hier in diesen Versen von 29 bis 31 beschrieben wird, markiert einen Zeitpunkt. Und welchen Zeitpunkt markiert es? In unserer Zeit. Das Sonntagsgesetz. That's what we mark it last. Not that the midnight cry. We did. No. Because we went, before this we went through, the Battle of Actium, this thing, then the little time of peace and the midnight cry. No, it's the little time of peace. That's the Sunday law, right? That's the Das time of the end. Sonntagsgesetz. Why am I Zeit des putting that Endes. at the midnight cry? Let's not go there, right? It's the time of the end, right? Das ist die Zeit des Endes. It's the Sunday law Das crisis, ist das Sonntagsgesetz. where the daily is taken away here and the abomination is
wo das tägliche weggenommen wird und der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Okay, you're talking about Daniel 8. Okay, but that's Du another sprichst vielleicht über thought. Daniel 8, aber das wäre ein anderer Gedanke. But the point is that it's marking the Sunday law crisis, right, where the Pope is given an army and it's the beginning of the 1260. Right? Okay, die Sonntagsgesetzkrise, wo der Papst eine Armee bekommt und das ist der Anfang der 260. Right? Now, the point I want to make is the next verses, right, Und den Punkt, den ich machen möchte, hier in den nächsten Versen, from verse 32 onward. von Vers 32 vorwärts. And as such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people do know their God shall be strong and do exploits. And they that understand among the people shall instruct many, yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil many days. Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help, but many shall cleave to them with flatteries, and some of them of understanding shall fall, to try them to purge, and to make them white, even to the time of the end, because it's yet for a time appointed. So, Das ist Vers 35. this time appointed right here, it's at the end of this period that they're persecuted, right? Also diese bestimmte Zeit ist am Ende der Zeit, wo sie verfolgt werden. Yes? Richtig? Can you repeat the statement again? I didn't understand you fully. I said this time appointed here in verse 35, it's at the end of the period that they're being persecuted, Yes. Also es ist am Ende der Zeit, wo sie verfolgt werden, findet diese bestimmte right? Zeit statt. And when you go to verses 36 down to 39, it's just expanding on this time period. Wenn du aber von 36 bis 39 liest, dann wird diese Zeit einfach nochmal erklärt. And this in history was 538 to 1798, Und geschichtlich war das ja 538 bis 1798. right? Richtig? Okay, that's the point I'm making, right? Das ist der Punkt, den ich machen möchte. And it takes you up to which point? Das bringt dich hinab zu welchem Punkt? Verse 40, Bringt right? dich zu Daniel 11, Vers 40. At the time of the end. Zur Zeit des Endes. So it takes you to the time appointed, which is the time of the end, right? Bringt dich also zur bestimmten Zeit, was die Zeit des Endes ist. And here, verse 40, Und hier dann Vers 40, is the Sunday law, right? das ist das Sonntagsgesetz. Richtig? You get my point. Könnt ihr meinen Punkt So nachvollziehen? when we begin in verses 27 to 31, it's marking the Sunday law crisis, and it leads you down to the time of the end. Also Vers 27 bis 31 markiert diese Sonntagsgesetzkrise und das führt dich dann hinab zur Zeit des Endes, Which is the time appointed, was auch die bestimmte Zeit ist. right? Richtig? But we know that when we get to verse 40, this time appointed, which is the end, is the beginning. Aber wir wissen, dass wenn wir zu Vers 40 kommen, was die festgesetzte Zeit ist, was eigentlich das Ende ist, ist es auch wieder hier der Anfang. Okay, this is the point that I want you to see, right? Das ist der Punkt, den ich euch sehen lassen möchte. So, when you get to the time of the end, it's the time of the end is the time appointed. Also wenn wir zur Zeit des Endes kommen, dann ist das hier die festgesetzte Zeit. And I spent a bit of time going through this the other day about the time appointed, right? Und ich habe ja einige Zeit in einem anderen Tag verwendet in der Klasse, um euch diese bestimmte Zeit zu erklären. So you got the depends which way you're looking at. You got the time appointed at the beginning and the end, right? Wir haben die Zeit, festgesetzte Zeit am Anfang und am Ende, je nachdem, wie du es betrachtest. Now, the key that we're trying to understand is when you understand this particular principle, right? Und der Schlüssel, den ich euch verstehen lassen möchte, ist nämlich, dass wenn du dieses bestimmte Prinzip verstehst hier, How do you understand Daniel 11:40? This is the question. wie Right? kannst du dann Daniel 11, Vers 40 verstehen? Das ist die Frage. Okay, let's go to the notes and begin Daniel 11:40. Lasst uns jetzt zu den Notizen kommen und mit Daniel 11, Vers 40 anfangen. It says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, with many ships, and he shall enter the countries and overflow and pass over. Right. So, the reform lines. Also die Formeln. Where do we place Daniel 11:40 on the reform lines? Wo platzieren wir Daniel 11, Vers 40 auf der Reformlinie? At the beginning. Am right? Anfang. And it's prefigured by two histories, right? The Millerite history and then our history, Und das ist ja vorausgestattet durch zwei Geschichten. Hier einmal die Miller-Geschichte und einmal unsere Geschichte. right? So
in Millerite history, you have the south comes against the north, right? In der Geschichte haben wir, wie der Süden gegen den Norden kommt. And then in our history, you have the north retaliating against the south. In unserer Geschichte haben wir den Norden, wie er gegen den Süden zurückschlägt. Daniel 11:40 is fulfilled. Daniel 11, Vers 40 ist damit erfüllt. But in two histories, it's done in two parts, right? Aber in zwei Geschichten wird es jetzt in zwei Teile erfüllt. But we have to understand that both those events are taking place there at this point in time, Aber wir right? müssen verstehen, dass diese beiden historischen Ereignisse dann an diesem einen Punkt hier stattfinden werden am Sonntagsgesetz. Okay, let's look at another witness for these two events, right? Lass uns einen weiteren Zeugen für diese zwei Ereignisse anschauen. Okay, so I'm not going to go into the history, but 1848, right? Und ich möchte jetzt nicht so sehr in diese Geschichte hineingehen, aber wir wissen 1848 hier. Okay, 1848. Let's read this next quote. Lass uns dazu das nächste Zitat hier über 1848 lesen. It says, "We are living in the time of the end. Thrones and churches have united to oppose God's purposes. The association of man with man, which God designed should be a means of strengthening goodness and happiness, has been a means of strengthening evil and developing tendencies to rebellion. Men have assumed despotic power and human laws have been put in the place of the law of God." So what's the combination here? Was ist die Kombination hier? Thrones and churches. So kings and priests, right? Throne und Gemeinden, also Könige und Priester kommen hier zusammen. What did they do in 1848? Was haben sie 1848 gemacht? The kings wanted to take the Pope, right, and put him back on the throne, Die right? Könige wollten den Papst nehmen und ihn wieder auf den Thron setzen. Right? And she clearly marks that to Matthew, the shaking of the earth, right, which is Matthew 24, which is the Sunday law. Sie markiert das deutlich in Matthäus 24, dass es die Erschütterung der Erde ist, was das Sonntagsgesetz ist. In 1848 would fulfill or relive this part, right? Und 1848 würde hier sozusagen diesen Aspekt hier nochmal wiederholen. Because when they do that, the south rises up against the north, right? Wenn sie das ja tun, 1848, dann kommt der Süden gegen den Norden auf. But go to Revelation 13, Aber wenn wir jetzt zu Offenbarung 13 gehen, verse 11, Vers 11, because we have to see now how the north comes against the south, wir right? müssen jetzt erkennen, wie der Norden gegen den Süden kommt. Right. So in verse 11 it says, Vers 11 beginnt. "And I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." So the speaking of the dragon is when they make this Sunday law, when thrones and churches come together, Wir right? sprechen mit dem Drache, ist, wenn sie das Sonntagsgesetz machen, wenn Throne und Kirchen zusammenkommen. And he exercises all the power of the first beast before him. So what was the power of the first beast before him? Und was war die Macht, die vor ihm kam? Des Tieres, das vor ihm war. Of the beast that who Yeah, okay, I'm asking what was it? No, I'm not asking what entity it was. What was the power that he had? Welche Macht war es, die sie hatten? Yeah. No, you're not really understand the question. It's what was the power that he had? What was he able to do? What's he doing in that time Also period? was für eine Macht wurde ihm gegeben? Was konnte er in dieser Zeit machen? Yeah, they were persecuting God's people for refusing to obey their religious laws, right? Gottes Volk verfolgt, weil sie es abgelehnt haben, ihre religiösen Gesetze zu befolgen. So when he speaks as a dragon, right, he's putting laws in place that persecute people that refuse to obey their laws, right? Also wenn sie wie ein Drache sprechen, das bedeutet ja, dass sie Gesetze an den Platz setzen, die die Leute verfolgen werden, die sich weigern, ihre religiösen Gesetze zu befolgen. That's the power that he's exercising, right? Das ist die Macht, die er hier ausführen wird. So he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. What's he doing Das here in Vers verse 12? Was macht er hier in Vers 12?
Causes. Yeah, okay, forces, right? Also bringt sie dazu, das heißt, er wendet Zwang an. So this is this power here, the north, right? Und das ist hier die nördliche Macht, richtig? Right. So when we go here, this is this same power, right? Und wenn wir hier hinkommen, das ist ja dann dieselbe Macht, die hier dargestellt ist. And what does it say that this power does in Daniel chapter 8? Und was sehen wir hier? Was macht diese Power hier in Daniel 8? Diese Macht. He pushes, right? He wars, right? Sie stößt, sie treibt also Krieg. This is this causing, right? Das ist dieses, jemanden dazu zu bringen. And is anybody able to stand in the way of it? Und kann irgendjemand gegen diese Macht bestehen? No, he Nein. becomes great, Sie right? wird groß. So here you can see this power. So when they make this thing, the south comes against him. He's angry, right? That they have to do that. But the north causes, and it's going to deceive them. It's going to bring about these two means: the deception and the force to subdue the south. Wenn sie Right? das hier machen, also das Sonntagsgesetz, dann kommt der Süden gegen sie auf, aber der Norden kommt dann hier mit Verführung und auch mit Zwang und unterwirft sie letztendlich. Er bringt sie dazu, das zu befolgen. And Christ, the very first thing Christ said is about this shaking of the earth is be not deceived, right? Das allererste, was Christus ja über die Erschütterung der Erde sagt, ist, hüte dich davor, verführt zu werden. Because in verse 13, Denn in Vers 13 sagt es jetzt, it says, He doeth great wonders, so that He maketh fire come down from heaven in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which He had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause, as that many as would not worship the image of the beast should be killed. So this is what is ultimately leading to, 15, right? also dahin führt es letztendlich. Yes, Philip. That's interesting because Sister White says that Satan will counterfeit Christ's second coming, right? And when Wenn man sagt, der Satan wird die Wiederkunft Christi fälschen, he comes to punish the rebels. und Christus kommt ja auch, um die Rebellen zu bestrafen. So Satan or the Pope now assumes the position of Christ to allow himself to punish the rebels that do not worship what he basically wants to do. Also der Papst nimmt jetzt sozusagen die Rolle Christi an und er sagt sozusagen, ich bin jetzt in der Lage, die Rebellen zu bestrafen. All diejenigen, die nicht so anbeten, wie ich es möchte. Okay. So, and verse 16, and he Vers 16. causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their hands. So how many people does he cause? Wie viele wird er zwingen? All, right? Alle. So this is the whole world, right? Also es ist die gesamte Welt folglich. So you see here that although the south rises up against it through deception and force, the whole world is going to bow down to this. Deswegen, Right? auch wenn der Süden natürlich aufbegehren wird, wird durch Verführung und durch Zwang letztendlich die gesamte Welt dazu gebracht, anzubeten. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Right? Nobody. Das ist Vers 17, also keiner. Okay, so here you can see it. So Daniel 11:40, you can see both aspects warring against each other there, but it says the north is going to prevail, right? Also Daniel Vers 40 zeigt uns diese beiden Aspekte, also diese beiden Mächte, die gegeneinander kämpfen, aber der Norden wird letztendlich sich durchsetzen. Okay, right. So now let's go to this next quote from 9 Testimonies 11. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat aus dem 9. Band der Zeugnisse, Seite 11. Now, I thought this was very interesting, and I'm very much open here that let's say I'm not 100% sure, but I want everybody to have an open mind how we're reading this. Right? Ich fand das sehr interessant und ich möchte es so sagen, ich bin jetzt noch nicht 100% sicher, aber ich möchte jetzt alle bitten, erstmal einen offenen Verstand haben, wie wir dieses Zitat jetzt hier lesen werden. Now, 9 Testimonies 11 was it was prefigured
at 9/11, it's September the 11th, 2001, right? Also 9. Band der Zeugnisse, Seite 11, ist so vorausgeschattet worden durch den 11. September. And on that day, the cities were punished, right? An diesem Tag wurden ja die Städte bestraft. And that's marking the work that's going to be done here at the end, Und right? das markiert ja das Werk, was hier ganz am Ende stattfinden wird. 7 buildings. Sorry? 7 buildings. Und insgesamt 7 Gebäude, die da runterkamen. That's it. Okay. Okay. But let's go to this quote and let's have a look at it. Und lass uns das Zitat jetzt hier anschauen. It says, "We are living in the time of the end," right? Also wir leben in der Zeit des Endes. Now, it could be here and it could be there. Just if it's the first time you're ever reading this, right? It has to be one or the other, right? Das erste Mal, wenn du so ein Zitat liest, kann es ja entweder hier sein oder da sein. Deswegen Right. müssen wir halt weiterschauen. But you'll see in a moment, right? Aber wir werden gleich sehen, wo das ist. It says, "The fast fulfilling signs of the times declare that the coming of Christ is near at hand." So, when she's writing this, there are fast fulfilling signs of the times. Also wenn Right? sie das schreibt, dann gibt es da sich schnell erfüllende Zeichen der Zeit. Right? That the coming of Christ is near at hand. Dass es Kommen Christi nahe ist. Okay. Now this expression "near at hand" is something that I was looking at, right? Also dieser Ausdruck nahe oder im Deutschen ist es schwierig, also nah an der Hand liegend. So just keep that thought in your mind, right? Das ist so ein Ausdruck, den wir uns anschauen wollen. It's the days in which we live are solemn and important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues and judgments are already falling upon the despisers of the grace of God. So when she says it's the time of the end, she says the signs are fast fulfilling, there's plagues already falling, right? Wenn sie sagt, es ist die Zeit des Endes, dann gibt es sich schnell erfüllende Zeichen und die Plagen fangen bereits an zu fallen. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. So these signs here, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. These signs forecast events of the greatest magnitude. Also diese Right? Zeichen, die sich hier erwähnt hat, unsichere Status der Gesellschaft, der Kriegsalarm und so weiter, das sind Zeichen, die letztendlich diese Ereignisse größten Ausmaßes voraussagen. So when God's people see those signs, they know, or they should understand that they're at this point of time where this great crisis is just before them, right? Also wenn Gottes Volk diese Sachen sieht, dann sollten sie erkennen, sie sind jetzt an der Zeit angekommen, wo diese große Krise ganz kurz vor ihnen liegt. Okay. Next, Nächster Absatz. yes, next quote. But it's just say from the same quote but a different paragraph. Das ist vom selben Zitat, einfach nur ein anderer Absatz. On one occasion, when in New York City, I was in the night season, called upon to behold buildings rising story after story toward heaven. Where are these buildings rising? Wo kommen diese Gebäude hoch? Wo steigen sie auf? Towards heaven, right? Himmelwärts. These buildings were warranted to be fireproof, and they were erected to glorify their owners and builders. Higher and still higher, these buildings rose, and in them the most costly material was used. Those to whom these buildings belonged were not asking themselves, how can we best glorify God? The Lord was not in their thoughts. So, she's marking, we're in the time of the end, there's lots of these signs happening, they're fast fulfilling, there's plagues already falling. Markiert hier, wir sind in der Zeit des Endes, die Zeichen erfüllen sich schnell, Plagen fallen bereits. Okay. And she sees these buildings, right? And they're about this high off the ground, right? Sie sieht diese Gebäude und die sind nur so ein bisschen über dem Boden. No, they're way up towards the sky, right? Nein, sie sind hoch schon aufgerichtet bis hin zum Himmel. So they've been building these for some time, right? Deswegen, sie haben sie
schon bereits einige Zeit gebaut. Okay. And they're building them, and it says the buildings rising story after story towards heaven, right? Also sie bauen sie und sie bauen sie gen Himmel. Now go to Genesis chapter 11. Gehen wir jetzt zu 1. Mose 11. I want us to see a point, right? Ich möchte euch da einen Punkt erkennen lassen. 1. Mose Kapitel 11, And verse 4. Vers 4. And they said, go to, let us build a city and a tower whose top may reach unto heaven, right? And the city and the tower is the Sunday law, right? Also die Stadt und der Turm sind hier das Sonntagsgesetz. And let us make a name lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And it says, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Das ist Vers 5. What did the Lord do? Was hat der Herr gemacht? He came down. Er kam Right? herab. He didn't destroy it at this point, but when he came down right here, was the building already in full flow? Zu dem Zeitpunkt hat er das noch nicht zerstört, aber als er herabkam, war da das Bauen bereits in vollem Gange. Yes, Yeah. right? And I want to suggest when on August 11th, 1840, when the angel came down, what was it represented? Und ich möchte vorschlagen, am 11. August 1840, als der Engel runterkam, was hat das dargestellt? The second coming that I read. No. It's a message, right? Das ist eine Botschaft. Okay, all those things could be right, but the point I want to see. So, what's Sister White receiving Also was erhält Ellen White about these buildings? über diese Gebäude? A message. Eine Botschaft. So, I want to suggest that God is coming down and giving her understanding, right? Ich möchte vorschlagen, dass Gott herunterkommt und ihr Verständnis gibt. So, I want us to see in Genesis 11, it begins at the Sunday law, they build these things together, but comes to a point where these buildings are nearly finished. Also Right? 1. Mose 11 fängt am Sonntagsgesetz an, aber es kommt dann zu dem Punkt, wo dieses Gebäude beinahe abgeschlossen ist. Right there, Und zwar genau hier. right? And Richtig? I want to make the suggestion that this is the time of the end where she's having this vision. Und ich möchte den Vorschlag machen, dass das hier die Zeit des Endes ist, wo sie diese Vision hat. But I'm open to be corrected on that. Aber ich bin noch offen, das anders zu sehen, also korrigiert zu werden in dieser Sache. But she says we're living in the time of the end, the fast fulfilling signs, right? They're fast fulfilling. Declare that the coming of Christ is near at hand, right? Also wir leben in der Zeit des Endes und die sich schnell erfüllenden Zeichen zeigen, dass das Kommen Christi nahe ist. Plagues and judgments are already falling on the despisers of the grace of God, right? Klagen und Gerichte fallen bereits auf die Verächter der Gnade Gottes. Okay. Now, now let's go to this next quote that Fyodor posted last night. Und jetzt kommen wir zum nächsten Or Zitat, yes, he did post it last night, right? It's from Acts of the Apostles. letzten Abend gepostet hat, aus Wirken der Apostel. It says, it is true that in the time of the end, when God's work in the earth is what? Closing, right? The earnest efforts put forth by consecrated believers under the guidance of the Holy Spirit are to be accompanied by special tokens of divine favour. Under the figure of the early and the latter rain that falls in eastern lands at seed time and harvest, the Hebrew prophets foretold the bestowal of spiritual grace in extraordinary measure upon God's church. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the earlier former rain, and glorious was the result. To the end of time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. So to the end of time, which rain is to abide with the true church? Den ersten Absatz haben wir gelesen. Also bis zum Ende der Zeit, welcher Regen soll mit der Gemeinde bleiben? The former rain. Der Right? Frühregen. The former rain is all those histories. You're to gather them, you're to be constantly learning these things, right? Der Frühregen sind all diese Geschichten, wir müssen sammeln und beständig diese ganzen Sachen, diese Geschichten lernen. It says, but near the close of earth's harvest, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man.
This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain. And it is for this added power that Christians are to send their petitions to the Lord of the harvest. In the time of the latter rain, in response, the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain. He will cause to come down the rain, the former rain, and the latter rain. Right? So, this quote just tells you that all down through time, the former rain has been there for us. We just got to understand it and ask for it, right? Also letztendlich sagt uns, dass in der gesamten Zeit vor uns liegend, da gab es den Frühregen, war immer Zugang zum Frühregen, wir mussten einfach nur darum bitten. But right near the end, it says, Near the close. when the work in the earth is closing, the Lord sends a special bestowment, right? Und sagt ihr dann am Ende, kurz vor dem Ende, wo das Werk Gottes auf Erden zum Abschluss kommt, da sendet er eine besondere Ausgießung der Gnade. Which is the latter rain, Das right? ist der Spätregen. And when he sends the latter rain, he's going to send the former and the latter with it. Und wenn er den Spätregen sendet, dann sendet er den Früh- und den Spätregen. Now just go to Joel 2 and verse 23, Gehen wir zu Joel 2, Vers 23. because you see this exact same principle, right? Und da sehen wir genau dasselbe Prinzip erwähnt. Joel 2, Vers 23. It says, Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former and the latter rain in the first month. Right? So, when is this taking place? Also wann findet das hier statt? Under which point in time prophetically? In welchem prophetischen Zeitpunkt? In Joel. Hier im Buch Keith, Joel. go to Joel chapter 2. Gehen wir zu Joel Kapitel 2 in den Bibeln. Because just before that, Und kurz vor dem Vers hier, verse 20, Vers 20, Joel 2, Vers 20. he says, But I will remove far off from you the northern army. Who's the northern army? Ich werde die nördliche Armee von euch wegtun. Wer ist die nördliche Armee? Don't make answers. Make your answer from Joel. We're asking from you. Who is the northern army? Also das ist Papstum, aber lasst uns die Antwort aus dem Buch Joel entnehmen. Wer ist die nördliche Armee dort? The four insects, Das sind die right? 4 Insekten hier. Okay. Because he says, right? Er sagt hier, Where? 25, Yes, verse 25. Vers 25. Because he says, And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. So which one are they under at this time? Also, which are they? Which one? There's four of them there. Unter welchen dieser 4 Insekten sind sie zu der Zeit? I would say the fourth, but I would also say all of them. No. Just follow the pattern, right? Also, ich würde sagen der 4., aber sind auch alle da. This is Folgt dem Muster. the prophecy says this is the fourth, right? Die Weissagung sagt ja, dass das die Zeit des 4. We know that it's all one, but that's not the point. It's a progressive understanding. These four insects represent this statue, Wir right? wissen, dass diese 4 Königreiche alle eins sind, aber es gibt dennoch ja eine Abfolge unter denen und wir wissen, dass diese 4 Insekten auch diese Statue darstellt. Okay, and these four insects are represented those four abominations, which is a parallel to the statue in Daniel chapter 2. Wir wissen, dass die 4 Insekten ja auch die 4 Gräuel sind und die 4 Gräuel sind eine Parallele zur Statue aus Daniel 2. It's these doctrines that when you follow them down through those states, they're going to lead you to worship this sun. Das sind letztendlich diese Lehren, dass wenn du diesen Lehren nachfolgst, dann wirst du letztendlich zur Sonnenanbetung geführt werden. Okay, so in the time of the fourth, he says he's going to cause the northern army to flee far off from you. Also in der Zeit des 4., da wird er letztendlich die nördliche Armee dazu bringen, weit von dir weg zu Okay. fliehen. And it's this rain that he sends that's going to do that, right? Das ist dieser Regen, den er senden wird, der das tun wird. Because when we look at Daniel, the book of Daniel, for instance, Daniel chapter 2,
Denn wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, zum Beispiel Daniel 2, when he gets to this point, what does he say? wenn wir zu diesem Punkt kommen, was sagt er? Destroy not the wise men of Babylon. Zerstöre die Weisen Babylons nicht. Okay, this what comes here delivers them, right? Das, was hier kommt, das befreit sie. He's being delivered from the destroyer that's coming to destroy him, Er right? wird hier befreit von dem Zerstörer, der gekommen ist, um ihn zu zerstören. Right? And these 4 insects is the destroyer, Und diese 4 Insekten sind ja auch der Zerstörer. right? Okay, so the point I want to make is that we understand right here. Here you have the former rain, Und wie ich machen möchte, wir verstehen, hier haben wir den Frühregen. right? And this is what's falling. I've given you the former rain moderately, but I'll cause to come down from you the former. Und das ist ja, was dann steht. Ich habe euch den Frühregen in Maßen gegeben, aber dann gebe ich euch nochmal den Früh- und den Spätregen. Right? Richtig? I'm open, but we're just going to follow it down, right? Ich bin weiterhin noch offen für diese Sachen, aber wir wollen das erstmal einfach hier platzieren. So go back to 9 testimonies. Gehen wir zurück zum 9. Band der Zeugnisse. Punkt 2. Now, whether or not Ellen White is marking this point as she sees these buildings rising, or whether she's marking this point, the point is the punishment that she's speaking about is a future event. That's the main point I want to make, right? Ganz gleich, ob Ellen White jetzt hier diesen Punkt hier markiert oder doch das Sonntagsgesetz am Anfang, wo sie die Gebäude aufsteigen sieht. Das ist letztendlich auch egal. Der Hauptpunkt, den ich machen möchte, ist, dass sie das Gericht, was über die Gebäude kommt, in die Zukunft setzt. It's a future event, and you'll see that here, right? Das ist also ein zukünftiges So Ereignis, das sehen go wir. back to this quote now from 9 Testimonies. Gehen wir zurück zum Zitat vom 9. Band der Zeugnisse. It says, I thought, oh, that those who are thus investing their means could see their course as God sees it. They are piling up magnificent buildings. But how foolish in the sight of the ruler of the universe is their planning and devising. They are not studying with all the powers of heart and mind how they may glorify God. They have lost sight of this, the first duty of man. So, what's it referencing? What sort of people is it referencing here? 12.2 gelesen. Welche Art von Leuten werden hier erwähnt? No. Just from reading that, what sort of people are building these buildings? Also nur von dem, was wir gelesen haben. Was für eine Art von Leute bauen diese Gebäude hier? Rich people. Reiche Leute. They have a lot of money, right? Sehr, sehr viel Geld. Now, it's no accident that I'm not sure if, but anyway, some of the richest men in the world have just been getting grilled, right, in America, right? They've been drawn before the House of, I don't know exactly, I don't know how to explain the American political system, but the certain senators have been grilling these people for their biased means that they've been using their money. Also letztendlich, erst vor kurzem sind einige der reichsten Männer aus Amerika vor den Senat oder so gebracht worden und sie sind da wirklich streng verhört worden vor denen für ihre Missbrauch, wie sie letztendlich ihr Geld missbrauchen. Facebook, for instance, Twitter, Und die you know, Informationen missbraucht haben. you're aware of this? Facebook und Twitter, also They have just been using their means to being totally biased towards Biden, right? zum Beispiel Facebook und Twitter, sie haben ihre Mittel missbraucht, um sehr, sag ich mal, Einseitig. sehr einseitig zu berichten und zum Gunsten von Biden. Okay, now the purpose is the natural demonstrates spiritual. What do these buildings represent, spiritually speaking? Und der Punkt ist ja, das Natürliche weist auf das Geistliche hin. Was bedeuten diese Gebäude geistlich gesehen? Was stellen Sie da? What are they? Was stellen die Gebäude da? What is somebody building this huge big building? What is he demonstrating?
Also wenn jemand so ein großes Gebäude aufbaut, was möchte er damit zum Ausdruck bringen? Yes, pride. It's pride. It's their idols that's in their heart, right? Das ist ihr Stolz und ihr Götzen in ihrem Herzen. They're demonstrating their open rebellion against God. Sie demonstrieren letztendlich ihre offene Rebellion gegen Gott. Okay, and this is what they were doing in Babylon, Das right? ist ja, was sie auch damals in Babylon gemacht haben. When they built this big tower, they stuck all their idols in it, and they were in they were in rebellion against God. Als sie den großen Turm gebaut haben, haben sie all ihre Götzen da reingepackt und sie waren in offener Rebellion zu Gott. Okay, it goes on to say, as these lofty buildings went up, the owners rejoiced with ambitious pride that they had money to use in gratifying self and provoking the envy of their neighbors. So it's all about self-glorification, Es right? geht hier um Selbstverherrlichung. Much of the money that they had thus invested had been obtained through exaction, through grinding down the poor. They forgot that in heaven an account of every business transaction is kept, every unjust deal, every fraudulent act is there recorded. The time is coming when in their fraud and insolence men will reach a point that the Lord will not permit them to pass, and they will learn that there is a limit to the forbearance of Jehovah. The scene that next passed before me was an alarm of fire, right? Men looked at the lofty and supposedly fireproof buildings and said, they are perfectly safe. But these buildings were consumed as if made of pitch. The fire engines could do nothing to stay the destruction. The firemen were unable to operate the engines. Okay? So they think they're safe, right, in their tower building. Sie Right? denken, sie werden sicher mit ihrem Turm bauen. But the Lord is going to reprove them. Aber der Herr wird sie tadeln. It goes on, it says, I am instructed that when the Lord's time comes, which time? Also ich bin angewiesen, dass wenn die Zeit des Herrn kommt, welche Zeit? It'll tell you in a minute. Das wird uns gleich sagen hier. I am instructed that when the Lord's time comes, should no change have taken place in the hearts of proud, ambitious human beings, men will find that the hand that has been strong to save will be strong to destroy. Who's he going to become? Zu was wird er? The destroyer, Er right? wird der Zerstörer werden. No earthly power can stay the hand of God. No material can be used in the erection of buildings that will preserve them from destruction. When God's appointed time comes to send retribution on men for their disregard of his law and for their selfish ambition. Right? And the time appointed is the time of the end. Right? Also hier diese bestimmte Zeit ist die Zeit des Endes. Okay. Nick? And in Habakkuk chapter 2 and verse 3, In Habakuk Kapitel 2, Vers 3. it says, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it will surely come, it will not tarry. Right? So we're to believe, because the just shall live by faith. Right? Wir sollen daran glauben, denn der Gerechte wird durch Glauben leben. Okay. Now go to Daniel chapter 12, Gehen wir jetzt zu Daniel Kapitel 12. verse 4. Just skip that. What was that? Oh, sorry, Daniel 11:35, excuse me. Daniel Vers 35 übersprungen. Lass uns da noch zuerst hingehen. And Daniel Vers we 35. read this just when we began, right? Wir haben ja Vers 35 schon gelesen, als wir anfingen. It says, and some of them of understanding shall fall to try them, to purge and to make them white, even to the time of the end, because it is yet for a time appointed. Right? So the time appointed is marking the point where Christ comes and delivers you. Right? Also die bestimmte Zeit ist die Zeit, wo Christus kommt und dich befreit. And he delivers you with a latter rain. Und er befreit dich durch den Spätregen. But the latter rain comes, the former and the latter. Der Right? Spätregen kommt als der Früh- und der Spätregen. So he comes here and says, destroy not. Er kommt also hier und sagt, zerstöre nicht. Okay? And now go to Daniel chapter 12 Jetzt gehen wir zu Daniel 12, and verse 4. Vers 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end.
Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So, at the time of the end, what's going to happen? Zur Zeit des Endes, was wird dort passieren? Increase of knowledge. Right. Es gibt einen Zuwachs an Erkenntnis. Knowledge shall be increased. Erkenntnis soll zuwachsen. Okay? Now, just quickly go to Daniel chapter 1. Gehen wir zu den Bibeln zu Daniel Kapitel 1. Verse 17. Daniel 1, Vers 17. It says, as for these 4 children, God gave them what? Knowledge. Was hat er den 4 Kindern gegeben? Erkenntnis. And skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So what did they obtain there? Was hat er dort What's bekommen? been increased right here at this point? Was wuchs hier in dieser Zeit für ihn an? Knowledge, right? Erkenntnis. So when you go back to Daniel 12, Wenn wir zurückgehen zu Daniel 12, he's told to shut up the words and seal the book until the time of the end, right? ihm wird jetzt hier gesagt, das Buch zu versiegeln bis zur Zeit des Endes. Okay? So we have to understand what time period is before this point, the time of the end, right? Wir müssen verstehen, welche Zeit dort vor diesem Punkt ist, vor dieser Zeit des Endes. Right, what's taking place before you get to the time of the end, Also right? was stattfindet, bevor du zur Zeit des Endes kommst. So let's, verse 5. Lass uns Vers 5 lesen. Then I, Daniel, looked, and behold, there stood other 2, the one on this side of the bank of the river, the other on that side of the bank of the river. What's Daniel seeing? Was sieht Daniel hier in Vers 5? This appearance, right? Diese Erscheinung. And he's right here, right, when he's seeing this. Das ist genau hier, wenn er das sieht. And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever, that it shall be for a time, times and a half, when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people. All these things shall be finished. So, what's got to finish first before it's done? Bis Vers 7 haben wir gelesen. Also was muss zuerst zu Ende gehen, bis es abgeschlossen ist oder vollbracht ist? The 1260, Die right? 1260. So he's basically telling him at the end of the 1260, when he's accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. So what's at the end of the 1260? Also am Ende der 1260 wird das alles vollbracht sein. Was ist am Ende der 1260 also passiert? The scattering, right? Das Scattering ist die Verstreuung zu Ende. And I heard but understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. So it's clearly talking about Bis Vers 9 haben wir gelesen. at the end of this period, right? The end of this time of trouble. Am Ende dieser Zeit der Trübsal. Okay? The words are going to be unsealed. Da werden die Worte entsiegelt werden. And it says, when they're unsealed, what's going to come about? There's going to be an increase of knowledge, Und right? wenn diese Worte entsiegelt werden, was wird stattfinden? Ein Zuwachs an Erkenntnis. Okay. So, now, just one thought, right? So, just turn in your Bibles, go to Daniel 11. Lass uns anschauen, gehen wir zu Daniel 11 in unserem Bibel. And verse 40. Daniel 11, Vers 40. Now, the point that I want us to see is that it says, at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, right? This is like cause and effect. Also das ist wie Ursachen und Wirkung. This one happens,
and then another one retaliates against him, right? Eine passiert und der andere kommt dann mit einem Rückschlag gegen ihn zurück. Now, we know by other studies that when you get right here, the punishment comes upon both those kings, right? The north and the south. Wir wissen, basierend auf anderen Studien, dass die Bestrafung über beide kommt, den Norden und den Süden. They're not doing anything at that point. They are humbling themselves, right? Sie können da gar nichts tun, sie müssen sich demütigen. They're making a league right there, Sie right? machen hier eine Vereinbarung, einen Bundesschluss. So when you get to this point here, the south is not coming against the north, and neither is the north coming against the south. Also zu dem Punkt kommt weder der Süden gegen den Norden, noch der Norden gegen den Süden. It has to happen just a fraction before, right? Muss also kurz davor passieren. And this is what I think he wants us to understand, that this point right here is the time of the end, right? Das ist, was ich denke, was es bedeutet, dass das hier die Zeit des Endes ist. Because the south comes against the north, north retaliates, and then the Lord punishes them, right? Weil Cut short until 60 days, that should be saved. der Süden kommt gegen den Norden, der Norden kommt gegen den Süden. Okay, Und dann der Herr bestraft sie weiter. okay, so go. Okay, go to Daniel 12 and verse 13. Gehen wir zu Daniel 12, Vers 13. It says, "But go thou thy way till the what? The end be, Geh du deinen Weg, bis das Ende sein wird. for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days." Right? Now, on the chart there, on the 1843 chart, what does it mark? That verse is right at the bottom of that Also chart. hier auf der 1843er Karte, da wird dieser Vers zitiert und was sagt die Karte dazu? It's the resurrection. Dass es die Auferstehung ist. Now, we've been going through this. This right here is the resurrection. Wir haben das ja angeschaut, dass das hier dann die Auferstehung hier ist. Okay, and you've got these three changes that they're going through, right? Und dann haben wir hier diese drei Verwandlungen, durch die wir durchgehen müssen. It begins with a special resurrection and ends with everybody else being resurrected. Fängt mit Right? der besonderen Auferstehung an und dann, dass dann alle anderen auch noch auferweckt werden. Okay, so the point I want to see us to understand is this time at the end is this period of time where there's these last events taking place there, right? Die Zeit des Endes ist also letztendlich diese kleine Zeit hier, wo alle diese letzten Ereignisse noch stattfinden. Now go to Revelation chapter 4. Gehen wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 4. Now, I don't know if we remember, but Sister White parallels Revelation chapter 4 Und ich weiß nicht, ob wir uns daran erinnern, aber Ellen White setzt Offenbarung Kapitel 4 with Ezekiel, parallel mit Hesekiel, 1. Kapitel 1. What else? Womit noch? Ezekiel 9. Hesekiel 9. Code of God, Brian Gowish has. Yes. She speaks about Revelation 5 and Yes. Revelation. If I remember. Revelation 5 and Ezekiel 2. 9, Ezekiel 2, and Solomon's porch. Okay. Well, I've got. It doesn't matter. Revelation 4 and 5 are totally linked together. But Aber das ist jetzt nicht Das so läuft wichtig, hier- weil Offenbarung 4 und 5 ist letztendlich ein Gedanke. Aber ich jetzt, it doesn't really matter, right? But das, I've got them both written in here anyway, right? I mean, you can link them all somewhat together. Yes, no, Ezekiel 1, 2, and 3 are all linked together as well, deswegen auch right? Hesekiel 1, 2, 3 sind ja auch alle miteinander verbunden. Okay, so it also saying Ezekiel 9 and Zechariah chapter Das ist auch Hesekiel 9 5. und auch Sacharja 5. Just for accuracy, it would be Ezekiel 2 that she speaks together. Nur um das genauer zu haben, sie sagt Hesekiel 2, nicht Hesekiel 1. Already corrected Revelation 4, then I just said in the quote she mentions Ezekiel 2 and Ezekiel 1. In dem Zitat sagt sie nicht Hesekiel 1, It's sondern right, yes, Hesekiel it's 2. the end of Ezekiel. And she says Ezekiel 2 verse 1 till 9 10, or 10, 10, but 1 it's to the 10. whole chapter she's. Yes, okay, just for, doesn't really matter. Yeah.
Okay. Ezekiel 2. Okay, the point I want to make, right, is so. Ein Punkt, den ich machen möchte. Let's go to Revelation chapter 4 because this is just the same vision as you see in Revelation 5. Right? Jetzt Offenbarung 4 und das ist letztendlich dieselbe Vision wie in Offenbarung 5. In verse 1, Vers 1. it says, "After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter." So what do we see here in verse 1? Was sehen wir hier in Vers 1? The door open. There's a door opened, right, Trumpet. and a trumpet. Also eine Right. Tür wird geöffnet und eine Posaune ist hier zu hören. And show you things. Ah, okay, there we go. already So, right, so we'll get there. Dinge zeigen, die bald geschehen müssen. There's a door opened. There's a trumpet, Eine Tür wird geöffnet, eine Posaune. and he's going to do what? Show you things that are shortly. Shortly going to come to pass, right? Zeigt dir Dinge, die in Kürze geschehen werden. So, okay, now where else do we see this celestial things getting shown shortly coming to pass? Wo sehen wir es noch, wo Dinge in Kürze gezeigt werden? Revelation chapter 1. Revelation 1, Offenbarung 1, Genesis 41. Genesis 41 with 1. Joseph, Mose 41, And in John 16. The Spirit comes to show us what things shortly come to pass. yes, but also in Matthew 16. so in Johannes 16, wie der Geist kommt, dann zeigt die and also in Dinge, the book of die Daniel, right? And in Kürze geschehen werden, aber auch natürlich im Buch Daniel. But they're all marking this point here. That's the Wir point I want to markieren alle diesen Punkt hier. Das ist ein Punkt, den ich machen möchte. Isaiah 41 is that? Can you repeat it? Genesis 41, Margaret. 1. Mose 41. Right? So, now go to verse 2. Dann gehen wir jetzt zu Offenbarung 4, Vers 2. It says, "And immediately I was in the what? The Spirit," right? Ich war sofort in dem Geist. So what's John being given right here? Was wird Johannes hier gegeben? A revelation, right? Eine Offenbarung. Right? What was Sister White given in 9 Testimonies 11? Das wurde Ellen White im 9. Band der Zeugnisse gegeben. She was given a revelation, right? Wurde eine Offenbarung And gegeben. this is why I want to show it's marking the same thing. When the Lord comes down, he's given this revelation, right? Dasselbe, wenn der Herr runterkommt, dann gibt er diese Offenbarung. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So he's in the Spirit, and what does he see? Also er ist in dem Geist und was sieht er hier? you see him like Throne, right? Das ist ein Thron. What did Ezekiel see? Was sieht Ezekiel? The throne. What did Isaiah see? Thron. Was sieht Jesaja? The throne. They all see the same vision, Thron. right? Sie sehen alle dieselbe Vision. Verse 3. Vers 3. And he that sat was to look upon like a jasper, a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. What did he see? Was sieht er hier? Vers 3. The rainbow. Ein Regenbogen. And the rainbow is the sign of the covenant, right? Der Regenbogen ist ja ein Bundeszeichen. This is what he sees in Ezekiel. This is what he sees in the book of John sees in Revelation chapter 10, right? Also, dass er in Ezekiel sieht und das ist auch, was Johannes in Kapitel 10 sieht in Offenbarung. Right? It's just marking this point. They're getting this revelation about what's going to shortly come to pass. Also markiert den Punkt, sie kriegen diese Offenbarung, was in Kürze geschehen soll. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass, like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts, full of eyes before and behind. What did he see? Was sieht er hier? 4 beasts. Bis Vers 6, 4 Tiere. What are these 4 beasts paralleling? Und wozu stehen diese 4 Tiere hier parallel? The statue. Why? Der Statue und warum? How do we parallel the statue with these 4 Wie beasts? können wir dieses Standbild mit diesen 4 Tieren hier parallel setzen? Go to verse 7. Gehen wir zu Vers 7.
The first beast was like a lion, the second beast like a calf, the third beast had the face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle, right? And you can easily show that these four things here are a parallel to the statue. Leicht anzeigen, dass diese 4 Dinge hier eine Parallele zu einem Standbild sind. Okay, I've done studies on this long time before. It's like going from Babylon down to the papacy, which is this eagle, which is the 1260. Geht von Babylon hinab zum Adler, was das Papsttum ist, was die 1260 ist. Okay, but anyway, I don't want to get into that. I just want you to see that he's having the same vision, right? That Daniel's having, that Ezekiel's having, etc., Es ist etc. einfach dieselbe Vision, die Daniel hat oder Hesekiel hat und so weiter und so fort. Because the flying roll, right, which is the vision that's given here, what is on that roll? Eine fliegende Rolle, das Hesekiel, was ist auf dieser Rolle? Was steht da drauf? The deeds of the evildoer unless he repents. Yes, but History of okay, that's the history of nations is on that roll, Die right? Geschichte der Nationen steht auf dieser Buchrolle. And Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. What did Sister White say it is in the Book of Education? Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Was sagt Ellen White? Was ist das im Buch Erziehung? Was sagt sie? It's the history of nations, right? Das ist die Geschichte der Nationen. She uses this illustration. God sets up kings, takes down kings, right? And Benutzt ja diese Darstellung, dass Gott König ein- und auch absetzt. how it's representing the final overthrow of earthly nations. Und wie das alles den finalen Umsturz der irdischen Herrschaften darstellt. And history is what's demonstrating what's coming at the end of the world, Und right? die Geschichte demonstriert ja, was hier am Ende der Welt dann passieren wird. So the history of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome is illustrating something that's coming at the end of the world. Die right? Geschichte von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom ist etwas, was hier das illustriert, was am Ende der Welt kommt. And all these visions that are being given to them, right, at this point here, is a understanding, because the wise will understand, Und right? deswegen all diese Visionen, die die Propheten hier haben, das ist letztendlich ein Verständnis, denn die Weisen, die werden verstehen. And the wise will understand the war between the north and the south that's illustrated in this vision, right? Und die Weisen werden ja den Krieg zwischen Nord und Süd verstehen, welcher in diesen Visionen dargestellt ist. Okay, now go to Revelation 5. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 5. And I saw on the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. What does he now see? Was sieht er hier? He sees a book that's what? Ein Buch, das was ist? Sealed up, right? Das versiegelt ist. And Daniel was told, seal up the vision until when? Daniel wurde gesagt, versiegle das Buch bis zur Zeit des Until the Endes. time of the end, right? Bis zur Zeit des Endes. So right here, you've got him there, and he's seeing this vision on the throne, and what's about to happen? Also hier es steht jetzt hier, sieht jetzt diese Vision mit dem Vater auf dem Thron, was passiert. About to be unsealed. The book's about to be unsealed, Das right? Buch ist dabei, jetzt entsiegelt zu werden. Okay, verse 2. Vers 2. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? So what did the angel do? Vers 2. Was tut der Engel hier? A loud voice, right? Verkündigt mit einer lauten Stimme. What delivers God's people? Was befreit Gottes Volk? voice. A voice, right? Eine Stimme. Who is worthy to open the book and loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So the book's now been opened, right? Das Buch ist jetzt geöffnet. Also bis Vers 5 haben wir gelesen. Now just go to Revelation 10, it's not in your notes. Gehen wir jetzt auf Offenbarung 10, das ist jetzt nicht in euren Notizen. Because who's able to open the book here according to verse 5? Denn wer ist in der Lage, das Buch gemäß Vers 5 zu öffnen? The root of David, Die right? Wurzel Davids. Now, just before we read in Revelation 10, just go to the next in the notes to Isaiah 11. Bevor wir jetzt Offenbarung 10 lesen, lesen wir noch hier in den Notizen auf Jesaja 11 zunächst. Jesaja 11, Verse 1 bis 4. It says, There shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his what?
roots, right? So who came out of Jesse's roots? Also 2 kommt aus der Wurzel von Isai. Wer kam daraus hervor? David, David. right? David is the type of Christ, right? David ist ja der Typus für Christus. Okay? And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So when this root comes, what rests upon him in verse 2? Also wenn diese Wurzel kommt, was ruht auf ihm hier in Vers 2? Spirit. Right. The Spirit of the Lord shall rest upon Der him. Geist Right? des Herrn wird auf ihm ruhen. So when John was martyr, what was upon him? Als Johannes also hier markiert ist, was war über ihm? Spirit. Revelation chapter 1, right? I was in the Der Geist. Spirit on the Lord's day, Er right? sagte, ich war im Geist am Tag des Herrn. So steht es in Kapitel 1 geschrieben. Okay. Understanding and knowledge. Right, it says, yes, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of what? Wisdom. And understanding. Yes, so say the wise will understand, right? Also Vers 2 nochmal, der Geist der Weisheit unter anderem wird auf ihm ruhen und die Weisen werden ja verstehen. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And shall make him of what? Vers 3. Quick understanding, right? Okay, so in the fear of the Lord, and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears, but with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. How's he Vers going 4. to smite? Wie wird er erschlagen? Yes, but what is the rod? Mit dem Stab seines Mundes. Aber was ist der Stab? Right, so it's the word. So Das Wort. and how is that going to happen? Wie wird das passieren? The prediction, right? Die Vorhersage, die antritt. Right? So right here it becomes quick of understanding. It's this rod that he's given here, right? Also hier wirst du schnell von Verständnis werden oder im Verstehen werden und dann, sorry, It's this rod he's Ah. given. das ist dann der Stab, den er dir geben wird. So when Sister White's given this vision, right, Also wenn Ellen White diese Vision gegeben wurde, she says that those buildings are going to come down. There's not a thing they're going to do about it, right? und sie dann sagt, diese Gebäude werden niedergebracht werden und sie können gar nichts dagegen machen. It's the same thing, right? Das ist dasselbe. Because it's written now and not a thing is going to change that, right? Es ist ja jetzt geschrieben und nichts kann das mehr abwenden. So the breath of your mouth is that you're going to speak and it will come to pass, right? Der Atem deines Mundes ist, du wirst sprechen und es wird so eintreten. And this is Ezekiel 12, right? Das ist auch Hesekiel 12. The effect of every vision. I will speak and those things will come to pass, right? Die Erfüllung einer jeden Vision. Ich werde sprechen und diese Dinge werden eintreten, sagt der Herr. Okay. So, okay, when you compare Isaiah 11 with Revelation 5:5, the line of the tribe of Judah, what's it? Who is the root of David? Also wenn At du the end of the world. Jesaja 11 vergleichst mit Offenbarung 5,5, wer ist die Wurzel Davids hier am Ende der Welt? Yes, Gottes Volk. because people, right? Gottes Volk. Because it says if you be Christ, then you're Abraham's seed and heirs according to the Das promise. sagt ja, wenn Right? du Christus angehörst, dann bist du Abrahams Same und Erbe der Verheißung. Okay, so go to Revelation 10 now, Gehen wir jetzt zur Offenbarung 10. and verse 8. Offenbarung 10, Vers 8. And it says, and the voice which I heard from heaven. What did he hear? Was hört er hier? A voice, Eine right? Stimme. Spake unto me again and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel, unto him, give me the little book, right? Das ist Vers 9. So Christ, because he went to the cross, he was the one that's able to open the book, but you're the one that's now taken it and you're going to eat it, right? Das ist, weil er ans Kreuz gegangen ist, er ist in der Lage, das zu öffnen und du bist jetzt derjenige, der das Buch nimmt, das offene Büchlein und es isst. Because you went to the cross here, you are now like him. You're able to take and
open this Oder book, du right, auch to ans Kreuz understand it. gegangen Right? bist und du bist jetzt da in der Lage, also auch das Buch zu nehmen, es zu öffnen und zu verstehen. So and he says, and I went to the angel, said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. This is Ezekiel, right? Vers 9, das ist Hesekiel. What did Ezekiel have to do with the flying roll? To eat it. He had to eat it, right? Das muss Hesekiel mit der fliegenden Rolle machen, er sollte es essen. Ezekiel 3. Okay. So, right now you're eating this book, right? Also momentan essen wir dieses Buch. He gave them pulse. Yeah, yes, he gave them pulse to eat. They also had to ask Melzer hat ihnen Gemüse zu essen gegeben. Bonen. Let's not complicate matters, right? Right. So right here you're told to eat, right? And Hier wird once dir gesagt zu essen. Ezekiel had eaten it, what was he? Und sobald Hesekiel das gegessen hat, Once he'd eaten it, what was he then? was war er dann? Ezekiel? Sent. Any of the prophets. Yes. Once Sent. okay, Yes. you're sent, right? Dann wirst du gesandt. Now, when you go to Isaiah, what's Isaiah given? Und wenn du zu Jesaja gehst, was wurde Jesaja gegeben? What's Isaiah given? You mean a hot coal? He has a hot coal on his lips, right? Die heiße Kohle auf seinen Lippen. And what does Sister White say the hot coal represents? Und was sagt er? Was stellt diese glühende Kohle dar? The breath, Yes. Der Odem. Der which is Spätregen. read here by the breath of his lips, is going to slay, right? Wir haben eben gerade gelesen, durch den Atem seines oder durch den Hauch seines Mundes wird er erschlagen. So this coal, which is the lateran here, right? Und dieser Kohle, welche hier dieser Spätregen ist, What's it doing when it touches his lips? was macht es mit ihm, wenn es die Lippen berührt? Purges him. This is the blotting out of Die sin. Right? reinigt ihn, So at the Sie end of it, austilgen right, das he Sünde. can be sent. sodass er am Right? Ende gesandt werden kann. Okay. So we have to understand this is all the end. It's this little time here at the end where he's finalizing this work in you so you can be sent. Right? Man muss verstehen, dass diese 10 alles das Ende darstellt. Das ist da, wo er das Werk abschließt und sodass du dann gesandt werden kannst. Okay. So go to this next quote from 21 MR 66. Gehen wir zum nächsten Zitat von 21 MR 66. First paragraph. It says, no. The first paragraph it's because it goes on and on. Okay. Also das ist 21 MR 66.3 lesen. Said Christ, as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Right? So, Noah, right? Also Noah, Noah was told to get on the ark, right? Noah wurde ja gesagt, auf die Arche zu gehen. And he was on the ark for seven days, right? Und er war auf der Arche für 7 Tage. Or 7 days getting on the ark. Oder es war 7 Tage lang, wo er auf die Arche gehen sollte. And then he was in the ark for 7 Und days, dann war er noch auf der Arche für 7 Tage. right? Richtig? And he was tested. Und er wurde dort getestet. And then what came at the end of those 7 days? Und was kam dann am Ende dieser 7 Tage? The rain, Der Regen. right? The rain came at the end of it, right? Der Regen kam am Ende der 7 Tage. Okay, so it's just telling us there, it wants us to understand the pattern of the time of Noah, right? So it's leading you to the end of the 7 days. This is when Christ is going to come. The rain comes, right? Also am Ende der 7 Tage, das ist letztendlich, wo die Flut kommt, wo der Regen kommt, wo Christus kommt. Okay. So now go to Hosea chapter 6. Gehen wir zu Hosea 6. Because now it's going to tell us how the rain comes, right? In Hosea 6 erklärt uns jetzt, wie der Regen kommt. Verse 1. Vers 1. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn, he will heal us, he hath smitten, and he will bind us up. After 2 days he will revive us, in the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. So when you're raised up, what are you going to do? Also wenn du aufgerichtet wirst, was wirst du tun, gemäß Vers 2? Live. Live in his sight. Du wirst in seinem
vor seinem Angesicht leben. Now, when Jacob was here, right, and he gets delivered, Als Jakob hier war und befreit wurde, what did he say about Christ? was hat er über Christus gesagt? What did he see? Was hat er gesehen? Christ face to face. He said, I saw him face to face and lived. Er hat gesagt, Right. ich habe ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben. Okay, so all the prophets here are seeing Christ, and do they die? Alle Propheten sehen hier Christus und sterben sie? No, but in this vision of Daniel, chapter 10, what happens when Christ comes? Nein, aber was passiert hier mit Daniel zum Beispiel, als Christus No, no, kam? no, no. What happens to the other people? They flee. Was They passiert flee away. They mit can't. seinen Kameraden? Sie sind weggeflohen. They can't abide the light that comes, Sie right? konnten das Licht nicht ertragen, was kam. Sorry, Phil, you want to say something? Yeah, this when the breath enters into you, you become a living soul. Wenn Yes. der Odem in dich einkehrt, dann wirst du eine lebendige Seele. Right, so right at the beginning of the time you realize there's no breath in you, and then Christ gives you the breath. And and you then- stand on your feet. Now you're able to hear what he says, right? Also am Anfang erkennst du, dass du keinen Odem in dir hast und Christus gibt dir den Odem, du kannst auf den Füßen stehen und dann bereit sein, das zu empfangen, was er dir geben möchte. The breath fully you receive at the end, right? Yes, yes. Den Odem erhältst du vollständig am Ende. But this is the point I was making. The breath is both the former and the latter. It's just two different, Aber because das ist der Punkt, den ich machen wollte, ist, der Odem ist sowohl der Früh- als auch der Spätring. he says he breathed on them before Pentecost, right? Es sagt ja in der Bibel, dass er sie angehaucht hat vor Pfingsten. She says it was like a few drops before the plentiful rains on the day of Pentecost, Und sie right? sagt ja, es war wie ein paar Tropfen vor der vollen Ausgießung dann zu Pfingsten. Okay, so now, so it says here in Hosea 6, after 2 days he will revive us, and the third day will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. So Vers 3. in the third day, when the resurrection comes, how does he come? Am dritten Tag, wenn die Auferstehung kommt, wie wird er da kommen? As the former and the latter, right? Steht ja, ist der Früh- und der Spätring. Okay, we're just following the pattern, right? Wir folgen einfach dem Muster. Now let's go back to 21 MR. Und gehen wir jetzt zurück zu 21 MR, 66.4. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Now, what had Christ just done? Bis, Yes, he bis just Punkt 5. Also was hat Christus kurz zuvor getan? Er hat den Tempel gereinigt. he cleanses the temple and walks out the temple, and as soon as he walks out the temple, they're on their way. They're up on the Mount of Olives, and they have this. Er hat gerade den Tempel gereinigt und jetzt sind sie dort auf dem Weg zu diesem Berg und er hat jetzt dieses Gespräch. Right? So, I want you to see that. It brings you right down to the last point, because when Daniel in Daniel 10, there's two classes separated. That's the temple cleansing, right? Das bringt dich jetzt herab zu dem Punkt, wo zum Beispiel in Daniel 10 ja diese zwei Klassen getrennt worden sind, als er diese Vision hat. Just go to Daniel 10 so you can get in your mind what I'm saying. Gehen Right? wir nochmal zu Daniel 10, damit ihr nochmal in Erinnerung bekommt, was sich hier eigentlich anspricht. Verse 7. Daniel 10, Vers 7. So this is when Christ comes and reveals himself to him, right? Das ist jetzt, wo Christus kommt und sich ihm offenbart. In verse 5. Daniel 10, Vers 5. Then I lifted up mine eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz. Right? So he's having the same vision as they all have, right? Er hat jetzt dieselbe Vision, wie sie alle anderen auch hatten. Verse 7. Vers 7. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men that were with me saw not the vision, but a great quaking fell upon them, that they fled to hide themselves. That's the temple cleansing, Das right? ist die Tempelreinigung. Right? So he cleanses the temple, and immediately he says, he says to them, Seest thou these great buildings? So er reinigt den Tempel und sagt dann sofort, siehst du diese großen Gebäude dort? Sister White's having her vision. What's she talking about? Buildings rising, story after story, right? Ellen White hat diese Vision und was sieht sie? Sie sieht die Gebäude, wie sie Stockwerk um Stockwerk aufgebaut werden. So I'll go back to the quote, right? Gehen wir zurück zum Zitat.
Jesus answered and said, seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Men will continue to erect expensive buildings, costing millions of money. It's the same vision, right? Selbe Vision, die Ellen White hatte. This is why I want to put it to you that Sister White is receiving this light right here. These buildings represents their idols, right? Are nearly at their fullest height right here. Deswegen, das ist, warum ich diese Vision hier von Ellen White hier platzieren möchte, wo sie diese Gebäude sieht, die ja schon fast an ihrem Höchstpunkt angekommen sind. And they've just cleansed the temple, and Christ is saying, see this temple? It's about to be destroyed. Hier haben sie gerade den Tempel gereinigt und Christus sagt dann, siehst du diesen Tempel? Er ist kurz davor, zerstört zu werden. Right? It says, men will continue to erect expensive buildings, costing millions of money. Special attention will be called to their architectural beauty and the firmness and solidity with which they are constructed. But the Lord has instructed me that despite the unusual firmness and expensive display, these buildings will share the fate of the temple in Jerusalem. So, she's paralleling the destruction of buildings with the destruction of Jerusalem. Also jetzt die Zerstörung der Gebäude parallel mit der Zerstörung Jerusalems. Okay? And we'll just confirm this in a moment, right? Das werden wir gleich noch bestätigen. That magnificent structure fell. Angels of God were sent to do the work of destruction, so that one stone was not left upon another that was not thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled? I am bidden to declare the message that cities full of transgression and sinful in the extreme will be destroyed by earthquakes, by fire, by flood. All the world will be warned that there is a God who will display his authority as God. His unseen agencies will cause destruction, devastation, and death. A single angel destroyed all the firstborn of the Egyptians and filled the land with mourning. When David offended against God by numbering the people, one angel caused that terrible destruction by which his sin was punished. The same destructive power exercised by holy angels when God... This is a different quote, excuse me. They're just joined together in my notes, but they're actually two quotes. Den letzten Absatz, den wir gerade gelesen haben, das ist ein neues Zitat. Ich habe aus Versehen dort einen Space vergessen. Okay, it's just explaining the Absatz zu quote. setzen. Yes. A single angel destroyed all the Lesen firstborn of the Egyptians and filled the land with mourning. When David offended against God by numbering the people, one angel caused that terrible destruction by which his sin was punished. The same destructive power exercised by holy angels when God commands will be exercised by evil angels when he permits. There are forces now ready and only waiting the divine permission to spread the desolation everywhere. So the destroyer, Das ist ein Zitat aus dem großen Kampf, haben wir noch gelesen. Revelation 9:11, right, Der Zerstörer, Offenbarung 9, Vers 11. is going to destroy right here. Der wird hier zerstören. But what does Daniel say right here? Aber was sagt Daniel hier? Destroy not. Destroy not. Zerstöre nicht. He's not saying destroy not everybody, but he's saying destroy not God's people here, right? Zerstöre Gottes Volk hier nicht. Because great trouble is going to begin to happen here, right? By the former rain, right? Große Trübsal hier anfängt. Der Frühregen ist hier. Like the latter rain is either a blessing or a curse, right? Und der Spätregen ist ja entweder ein Fluch oder ein Segen. The former rain is the same. Der Frühregen ist dasselbe. So when one group's being blessed here, the other group's beginning to be cursed, Deswegen, right? wenn eine Gruppe hier angefangen wird, gesegnet zu werden, wird die andere Gruppe fängt an, verflucht zu werden. So what we should see is a progressive increase of trouble all the way until the destroyer gets to do his full work. Deswegen, was wir sehen sollten, ist also ein fortschreitender Anstieg dieser Trübsal, bis der Zerstörer dann am Ende sein volles Werk tun darf. Okay. Now, she parallels the destruction of Jerusalem with the destruction of the cities, Und right? sie setzt die Zerstörung Jerusalems mit der Zerstörung der Städte ja parallel. Now, I want you to
to see that this vision here in 21 MR 66 is the same vision she's having in 9 Testaments 11. So, ich möchte euch sehen lassen, dass diese Vision hier aus dem 21 MR dieselbe Vision ist, wie aus dem 9. Band der Zeugnisse. Now she says, when those great buildings come down, Revelation 18, 1-3 will be Sie fulfilled. sagt ja, wenn diese großen Gebäude runterkommen, dann wird Offenbarung 18, Verse 1 bis 3 erfüllt sein. What message is that? Und welche Botschaft ist das? You're missing the point. It's Babylon has fallen, right? Das ist Babylon ist gefallen. So what's it a message against? Also gegen was ist das also eine Botschaft? Babylon, right? Gegen Babylon. Destruction of cities is the destruction of Babylon. Zerstörung der Städte ist also die Zerstörung Babylons. So does she parallel the destruction of Babylon with the destruction of Jerusalem? Setzt sie also die Zerstörung Babylons parallel mit der Zerstörung Jerusalems? Yes. Ja. And all I'm saying is in this vision she's just doing the same thing. She's paralleling the destruction of Jerusalem with the destruction of the cities, which is the destruction of Babylon. Also Right? in dieser Vision macht sie ja genau dasselbe hier in 21 MR. Sie parallelisiert die Zerstörung der Städte, was die Zerstörung Babylons ist, mit der Zerstörung des Tempels, was die Zerstörung Jerusalems ist. Okay, now go to Leviticus 26. Gehen wir jetzt zu 3. Mose 26. Last points and then we'll close. Die letzten Punkte, dann kommen wir zum Abschluss. Verses 27 to 33. Verse 27 bis 33. This is the fourth 7 times, right? Das ist jetzt die 4. 7 Zeiten. And if you will not yet for all this hearken unto me, but walk contrary unto me, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I will chastise you 7 times for your sins. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat, and I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation. I will not smell the savour of your sweet odours. I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. Right? 3. So- Mose 26, This is the Vers 33. destruction of Jerusalem. Right? Das ist hier die Zerstörung Jerusalems. And what does it say about the cities? Was sagt es hier über die Städte? They'll be destroyed. Die Right? werden zerstört werden. Okay, go to Jeremiah 37. Jetzt gehen wir zu Jeremia 37. Jeremia 37, Verse 7. Verse 7 bis 10. It says, Thus saith the Lord, the God of Israel, Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt in their own land. And the Chaldeans shall come again, and fight against this city, and take it, and burn it with fire. Thus saith the Lord, Deceive not yourselves, saying, The Chaldeans shall surely depart from us, for they shall not depart. For though ye had smitten the whole army of the Chaldeans that fight against you, and there remained but wounded men among them, yet should they rise up every man in his tent, and burn this city with fire. Bis Vers 10. So, what groups do we see here in these verses? Welche Gruppen sehen wir hier in den Versen? We see God's people, right? Das sind einmal Gottes Volk. Because it's talking about Jerusalem. Es spricht über Jerusalem. But which 2 entities are also mentioned? Aber welche beiden Mächte werden hier noch erwähnt? Egypt and Babylon. Ägypten und Babylon. The north and the south, Der right? Norden und der Süden. So, by the south coming up, right, it looks like they get relieved from the king of the north, right? Also wenn jetzt der Süden hier aufkommt, dann sieht es so aus, als ob sie vom König des Nordens befreit werden würden. Right, so we're showing you that Daniel 11:40 is at the beginning, but we want to understand it's also at the end. Wir haben ja gezeigt, dass Daniel Vers 40 am Anfang ist, aber wir wollen auch zeigen, wie es jetzt am Ende ist. So what should we see here fighting against each other at the end? Was sollen wir also hier am Ende sehen? Wer kämpft gegeneinander? The north and the south, Der right? Norden und der Süden. So, first of all, the south comes against the north, and it looks like they get a reprieve, right? Und zuerst kommt der Süden gegen den Norden und es schaut so aus, als ob sie jetzt irgendwie eine Erleichterung bekommen. But the Lord promised, don't you think for one minute, that destruction
is coming. Nothing you're going to do to change that, right? Der Herr sagt, denkt ja nicht auch nur für eine Minute, dass diese Zerstörung ausbleiben würde. Sie wird kommen. Du kannst Okay. nichts dagegen machen. Now, just let's look at so that's the destruction of Jerusalem, and the destruction of Jerusalem is burned by fire, right? Das ist die Zerstörung Jerusalems und Jerusalem wird ja hier durch Feuer verbrannt. And it also represents the destruction of the cities. Und es stellt ja auch die Zerstörung der Städte dar. Okay, how was Jerusalem destroyed by the Romans? Wie wurde Jerusalem durch die Römer zerstört? They burned it down, right? Sie haben es niedergebrannt. Okay, now let's look at Babylon. Go to Isaiah 13, Lass uns jetzt Babylon anschauen. Gehen wir zu Jesaja 13, verse 19. Vers 19. It says, in Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. So the destruction of Babylon is the destruction of Sodom and Gomorrah. Also die Zerstörung Babylons ist die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Okay, so go to Jude chapter 1 and verse 7. Gehen wir zu Judasbrief 1, Vers 7. Even as Sodom and Gomorrah and the what? The cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth an example, suffering the vengeance of eternal fire. Right? Same illustration, right? Selbe Darstellung. Last verse. Letzter Vers. Daniel 11, verse 40. Daniel Vers 40. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, with horsemen, and many ships. And he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Okay, this is what I want to go into tomorrow morning, right? Und auf diesen Vers möchte ich dann morgen früh weiter eingehen. So all I was doing there was putting a lot of things here and showing you how they're also here, right? Das, was ich bisher ja getan habe, ich habe viele Sachen hier am Anfang gezeigt und wie sie dann aber auch hier auf das Ende hinweisen. Okay? Because it's at the beginning and the end, right? Dass sie am Anfang und am Ende ist. But I want you to just, the point was I just want to make is those things must be happening here just before they're both punished, right? Diese Dinge, die müssen hier anfangen, kurz bevor sie beide am Ende dann bestraft werden. And because God's people give that prediction, it's the offering that they're making to the Lord, and it prevents them from also receiving of this punishment that's going to come right here. Und weil Gottes Volk hier diese Vorhersage gibt, dass es diese Gabe, die man dem Herrn darbringt, werden sie letztendlich nicht Teil sein der Zerstörung, die am Ende überall kommt. Amen? Mhm. Okay, a lot to think about, right? Vieles, worüber wir nachdenken müssen. But I wanted to put all those things in place so that when we come to tomorrow, right, it will be a bit clearer for us to follow down the thoughts, Ich right? will all diese Sachen an Platz setzen, dass wenn wir morgen daran anknüpfen, dann wird es einfacher sein, diesen Gedanken zu folgen. Okay, because we've never really understood this, how this can be at the end. But I think Wir we're haben nie going richtig verstanden, wie auch Daniel Vers 40 am Ende zu platzieren ist, aber wir kommen dahin. let's close with our closing hymn, and it's already in the live stream. Lass uns jetzt mit dem Abschlusslied abschließen. Das ist bereits schon in der Livestream-Gruppe gepostet. Almost persuaded. Beinahe überzeugt. You know which number that is? 28 in der Old. 228 im Alten. Wiedergeben. Lass uns dazu aufstehen. Almost persuaded.
Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, you've promised that the wise will understand. ja, du hast versprochen, dass die Weisen verstehen werden. You've promised to come now and speak plainly to us. Du hast versprochen, dass du jetzt kommst und klar und deutlich zu uns sprichst. That if we would but ask of the Father, you said that you'll help us to see things clearly and with understanding. Und dass wenn wir nur vom Vater jetzt bitten, dass du uns helfen wirst, klar zu sehen und zu verstehen. So help us to cleanse the soul temples and keep our hearts open to hear your voice speaking to Und us. bitte hilf, dass wir unsere Seelentempel reinigen und dass wir unsere Herzen geöffnet halten, dass du zu uns sprechen kannst. And let us claim all those promises and believe that you will grant us according to your will. Dass wir all diese Verheißungen in Anspruch nehmen und dass wir glauben, dass du uns nach deinem Willen uns dann geben wirst. And I just want to thank you for these wonderful revelations. Ich möchte dir danken für diese wunderbaren Offenbarungen. Help us to place them deep within our hearts, Lord, Hilf uns, sie tief in unser Herz hineinzusetzen and to prove all things and hold fast that which is good. und die ganzen Dinge zu prüfen und das Gute zu behalten. And I just pray and ask all this in the name of Jesus. Ich möchte beten und all dies beten im Namen Jesu. Amen. Amen.